Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es mal um etwas anderes als wie Technik, denn ich möchte euch einen kostenlosen AI-Anime-Generator vorstellen. Bitte nicht gleich wegschalten, vielleicht ist das doch auch was für euch. Das ganze Ding ist ja, ne, es gibt ja ganz viele mittlerweile KIs, ne, ChatGPT und so ein Quatsch. Da gibt es auch Bildgeneratoren, aber ja, da muss man sich immer registrieren und dann hat man vielleicht nur 2, 3 Bilder, die man generieren kann und dann war es das, ohne dass man wirklich Geld investieren muss. Ich habe da ein bisschen gegoogelt und bin da tatsächlich auf einen Generator gestoßen, der wirklich kostenlos ist und wo man sich nicht registrieren muss. Diese Seite zeige ich euch gleich. Ich denke mal, die finanzieren sich aus Werbung. Man sieht dann auf der Webseite dann unten Werbung stehen. Da, wie gesagt, da gibt es dann ein AI-Anime-Generator. Aber es gibt auch tatsächlich noch andere Bildgeneratoren. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Webseite an, wo ihr die findet. Man muss nicht unbedingt jetzt ein Anime- oder Manga-Fan sein. Ich glaube, da kann man auch so ein paar gute ja, Hintergrundbilder für seinen Computer entwerfen. Ich wechsle jetzt erstmal zum Browser, denn ich habe da die Seite schon geöffnet. Ja, so, okay. Wie ihr jetzt seht, ne, hier unten läuft dann Werbung durch. So werden die sich also finanzieren. Und das Ganze findet ihr auf der Seite pairchains.org-AI Anime Generator. Und so sieht das ganze Ding aus. Das ist ein textbasierender Generator und die Eingaben sollten schon auf Englisch sein. Man hat dann hier 2 Eingabefelder. Hier kommt also euer Prompt rein, also der Text, zum Beispiel, was weiß ich, eine Frau, rote Haare und blaue Augen, tralala, hier, oder einfach eine City. Hier unten kommt der Text dann rein, also Stichwörter, was ihr in dem Bild nicht haben wollt, wie zum Beispiel schlechte Qualität, Deformation oder sonstige Sachen. Wir haben hier so dann noch den Style, den man wählen kann. Da kann man ruhig mal durchgucken, das müsste jeder für sich ausmachen. Dann haben wir hier die Ausgabe Portrait, viereckiges Bild oder Landscape, also ne, Breitbild. Und hier dann viel Ergebnisse angezeigt werden sollen. Von 6 bis 12. Interessanterweise ist dieser Generator hier ist einer von vielen. Man kann tatsächlich hier den Quelltext auch bearbeiten, aber das rate ich nur den Leuten, die sich damit auch auskennen. Aber ich will den mal kurz öffnen hier für euch, denn die Ausgabe, das Porträt 512 mal 768, tatsächlich habe ich versucht hier schon die Auflösung höher zu schrauben, was allerdings zum Fehler führte, also das will der nicht wirklich machen. Deswegen habe ich das so gelassen. Wenn wir jetzt mit dem Generator hier durch sind, zeige ich euch auf dem MacBook eine Anwendung, die kostenlos ist, womit man kleine Bilder hochskalieren kann, ohne Qualitätsverlust. Achso, Vollbild, ja. So, gut, okay. Das hatten wir jetzt durchgenommen, ne? Und hier dann halt generieren. So, ich hatte jetzt hier schon mal City eingegeben. Ihr kennt alles andere, zum Beispiel auch Auto. Ne? Wie gesagt, Englisch, Eingabe wäre am besten. Wer wirklich kein Englisch kann oder schlecht kann, so wie Wa, kann ja dann auch den Übersetzer nehmen. Ne? Zum Beispiel Englisch-Deutsch tauschen wir. Und dann gebt ihr hier eure Texte ein. Also so mache ich das manchmal. Ihr könnt ja mal machen, jetzt Stadt. Ihr könnt hier jetzt quasi eine Geschichte reinschreiben. Ne? Was weiß ich, von einem Auto, was durch die Stadt fährt. Aber besser wäre es, wenn ihr immer so Text gebt, die ihr mit einem Komma trennt und einem Freizeichen. Also wie jetzt zum Beispiel hier statt Auto, dann generiert er natürlich Auto, aber wollt ihr eine spezielle Farbe haben, ne?
Dann gibt es noch blaues Auto. Dann können wir noch hinschreiben Straße. Und in der Stadt stehen ja auch Häuser. Was sollen für Häuser stehen? Haben wir mal Hochhäuser. Was haben wir noch? Zum Beispiel können wir sagen, es ist Nacht oder Tag oder ja, Sonnenuntergang. So, das habe ich jetzt hier eingegeben. Das kopiere ich mir jetzt und dann schmeißen wir das mal hier rein. Ich habe hier übrigens hier unten, der vermeiden soll, schlechte Qualität zu erzeugen. Dann müsst ihr selber mal euch so ein bisschen reinfuchsen. Ihr könnt natürlich hier auch Farben einsetzen, wie zum Beispiel grün. Ihr wollt auf dem Bild nichts Grünes haben, dann gebt ihr einfach grün ein. So, aber wir generieren jetzt mal. Wir nehmen nicht Portrait, wir nehmen jetzt mal gleich Landscape und lassen den jetzt mal hier durchrütteln. Geht eigentlich relativ schnell. Relativ. Und dann haben wir hier auch ein blaues Auto, Hochhäuser auf der Straße und die Sonne geht unter. Ich finde, das sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Zum Beispiel. Dann könnt ihr euch das jetzt hier aussuchen. Und dann habt ihr jetzt hier so ein Herz. Und dann könnt ihr sagen, jo, ich möchte das speichern, weil das Bild sieht echt top aus. Dann speichert ihr das. Dann wird das dann bei euch in den Schublade Download geschmissen. Das ist beim Windows-Rechner genauso wie jetzt hier auf dem Mac. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, hey, irgendwie fehlt was, ein bisschen Leben. Dann tun wir einfach noch was dazu. Zum Beispiel eine junge Frau. Sagen wir mal, sie hat pinke Haare. Ja gut, wenn ihr Englisch kennt, könnt ihr das gleich in den Textfeld da, ne? Aber ich tue mich da immer schwer. Die Haarlänge oder ob sie welliges Haar haben. Wir können mal welliges Haar. Dann geben wir ihr noch gelbe Augen. Und da können wir noch bestimmen, zum Beispiel, was er anhaben soll. Sagen wir mal, sie soll jetzt eine blaue Jacke haben. Wären wir mal ganz wild, einen schwarzen Rock und hat weiße Turnschuhe. So, ich kopiere mir das und wir fügen das jetzt hier einfach mal ein hier. Ich persönlich denke mal, dass wir jetzt diesen Prompt, den wir jetzt erstellt haben, vorne einsetzen. Wir müssen immer das Komma und danach ein Komma im Freizeichen. Wenn der Generator jetzt speziell auf irgendwas achten soll, dann gibt man das zum Beispiel hier blaue Jacke. Es kann nämlich durchaus sein, dass er jetzt nicht der Frau eine blaue Jacke, sondern eine rote Jacke nimmt. Da kann man das dann in Klammern setzen. Das heißt, der Generator oder die KI, ja, die legt da besonders Augenmerk drauf. Und dann generieren wir das nochmal. Und wir schauen mal, was passiert. Hier hat er es auch nicht gemacht. Ich wollte eine blaue Jacke und hier hat er gelb. Wenn man jetzt von seiner Eingabe hier zufrieden ist, kann man jetzt hier zum Beispiel noch, also hier würde es Sinn machen, bei den No-Style noch 8K einzugeben und HDR und da wird das Bild so ein bisschen feiner, also schöner, sagen wir mal. So, und da kann man sich halt das schönste Bild aussuchen. Wir können jetzt auch hinschreiben, dass die Nahaufnahme also ein Close-Up macht. Close-Up, Aufnahme. Ich würde mal sagen, wir suchen jetzt mal hier eins aus, was ich auch nochmal speichere. Oder wir können auch gerne nochmal generieren lassen. Ach, im Übrigen, man kann auch zum Beispiel auch von wo die Aufnahme ist, indem man jetzt hier zum Beispiel von hinten, also Back, ja, dann ist halt jetzt die Ansicht quasi von hinten, von der Frau jetzt. Das finde ich jetzt ein nices Bild hier. Aber man hat hier auch hin und wieder auch Deformationen drin, obwohl man das in den Prompts eingibt, dass das nicht angezeigt werden soll. Da muss man da ein bisschen aufpassen. Manchmal kann es auch passieren, dass plötzlich eine Person 3 Arme hat oder sowas. Wie gesagt, oder wir können auch von vorne, von der Seite machen. Ah, da kommen sogar gleich 2 hier. Aber im Endeffekt bin ich immer mit den
Ergebnissen relativ zufrieden. Sicherlich, man sucht dann immer, man kann richtig Zeit investieren, bis man dann das perfekte Bild für sich hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, wir haben ja jetzt hier City Car, Blue Car. Wir können ja hier auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Porsche haben wollt, wir gucken mal, Porsche, wie schreibe ich den Porsche? Und eigentlich ist das so, dass er tatsächlich auch einen Porsche generiert. Außer natürlich, es ist jetzt Vorführeffekt. Doch nice, oder? Okay. Ich würde mal sagen, das speichere ich mir jetzt nochmal. Und bevor ich euch jetzt zeige, welches Programm ich nutze, um jetzt die Bilder zu vergrößern, quasi zu vervierfachen, will ich nochmal auf was anderes eingehen. Hier seht ihr plötzlich, hier unten kann man auch fotorealistisch machen. Das heißt, es gibt hier ganz viele Generatoren, zum Beispiel hier oben steht das, die sind alle von irgendwelchen Privatleuten dann zusammengemurkst worden durch diesen Code, den ich euch anfangs gezeigt habe. Aber wie gesagt, wenn man davon keine Ahnung hat, ja, kann man hier gucken. Aber ich finde hier, können wir mal hier drauf gehen. Und da kommen wir zu einem Generator, der tatsächlich versucht, fotorealistische Bilder zu erstellen. Wir können jetzt mal hier diesen Prompt hier kopieren, setzen den jetzt hier rein. Wir haben zwar hier auch wieder Anime mit dabei, aber im Großen und Ganzen gehen wir mal hier auf Cursor, das wir Landscape. Ach hier, das ist der, den ich schon hier verändert habe, hier mit 30 Bilder, aber wir nehmen mal 12. Generieren das mal. Und da sieht das jetzt erstmal nicht mehr so anime-mäßig aus, sondern versucht dann fotorealistische Bilder darzustellen. Wie zum Beispiel hier. Und wir haben wieder den Porsche mit. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist nicht jetzt nur für Anime-Fans. Also man kann tatsächlich hier andere Bilder erstellen. Wir gehen einfach mal die City Car, Blue Car, Porsche. Und das sieht ja wohl schon gar nicht mal schlecht aus. Finde ich jetzt. Das ist ja mal eine Hammeraufnahme hier. Das save ich auch mal. Gut, okay. So viel jetzt zu den Generator. Ich weiß, die Zeit ist schon wieder ganz schön verflogen. So, ich habe die Bilder jetzt hier auf dem Desktop liegen und die gucken wir jetzt mal an. So, folgendes Problem ist jetzt nämlich hier bei den Bildern. Wir gucken uns hier mal das erste an. Wir haben also eine sagenhaft kleine Aufnahme. Wenn ich das jetzt hier, die Darstellung als Vollbild im Vollbildmodus, dann ist das alles ziemlich verschwommen. Ich hoffe, man kann das so erkennen, weil halt das Bild einfach nicht groß genug ist. Wir können das hier mit den fotorealistischen auch mal zeigen. Wir machen also wieder Vollbild, Darstellung Vollbildmodus. Es ist jetzt nicht wirklich scharf. Und wie gesagt, die Auflösung beträgt hier auch nur 512 in der Höhe und in der Breite 768. Und ich habe hier eine Auflösung von 1400 und was weiß ich. Und das müssen wir jetzt ein bisschen größer machen. Und in den App Store, da findet man ein ganz cooles Programm. Und dieses Programm schimpft sich hier auf dem Mac FreeScaler. Und wir kennen da jetzt zum Beispiel, ich glaube, wir gucken uns mal das mal an, weil hier wird man das bestimmt sehen. Das ist das Ding, wenn man so kleine, ne, ist das Gesicht auch nicht. Aber das ist schön hier zu zeigen hier, dass das jetzt alles so verschwommen ist. Und wir schieben jetzt das hier rein. Wir lassen das. Wir können hier auch Fotos und so einen Quatsch einstellen. Wir lassen das und gehen jetzt einfach auf Upscale. Kann man auch mal gucken hier. Und jetzt speichern wir das alles. Save alles. Und speichern das jetzt wieder auf dem Desktop. Und da oben haben wir es jetzt. Vergrößern wir das.
Darstellung, Vollbild. Ne? Das ist jetzt das, was wir gerade vergrößert haben. Und dies hier ist jetzt, ne, man sieht hier die ganzen Artefakte, da ist überhaupt nicht klar. Und hier jetzt nochmal eine Darstellung Vollbild. Und das Ganze können wir jetzt auch nochmal mit dem Porsche machen. Wir erstmal Clear und holen jetzt mal den Porsche hier rein. Foto dauert am längsten. Wir können das ja aber machen. Der ist auch fertig. Und den speichern wir auch. Und da ist er auch schon. Und gehe jetzt auf Vollbild. Also ganz im Ernst. Also das kann man doch schon richtig für einen Desktop-Hintergrund nehmen. Also mal ganz ehrlich, oder? Unser allererstes Bild, das mal hier auf Anime stellen. Und Vollbild. Also ich finde, das sieht doch echt nice aus. So, wie gesagt, das ist jetzt ein Programm für Mac. Ich habe unter Windows geguckt und in den Microsoft Store gibt es solche Sachen, allerdings wollen die dafür Geld haben. Ansonsten gibt es immer noch mit Wasserzeichen. Dann auf der Seite ship.de habe ich tatsächlich eins gefunden, was relativ kostenlos ist. Man kann damit im Monat 20 Bilder hochskalieren. Und das nennt sich JPG. Ich blende das mal ein. Also es funktioniert auf alle Fälle auch. Nur ist es halt im Monat auf 20 Bilder begrenzt. Und wenn man da mehr will, muss man auch da wieder Geld in die Hand nehmen. Schade, aber vielleicht kennt ja einer von euch so ein Programm auch für Windows. Okay, das war mal ein ganz anderes Video hier und ich glaube, es ist auch schon wieder viel zu lang geworden. Wie gesagt, die Seite, wo ihr diese Bildgeneratoren findet, die nennt sich pairchange.org. Und ja, entweder gebt ihr ein AI Text-to-Image Generator oder AI Anime Generator. Und da kommt ihr da auch schon hin. Wie gesagt, es ist kostenlos und man muss sich da auch nicht registrieren. Und eigentlich kann man da auch echt tolle Sachen machen. Für zumindest der Anime-Generator, für die gerne auch, also die sich mit Anime und Manga beschäftigen, ist das vielleicht eine echt tolle Sache, sich da auch mal so ein bisschen, wenn man schon nicht zeichnen kann, so wie ich, aber so ein paar Ideen in den Kopf hat, dann ja, guckt es euch an. Dann kann man da halt so einiges zaubern und vielleicht auch ja, umsetzen. Ja. Ja, also man kann, wie gesagt, mit diesem Generator kann man echt lange rumspielen. Das macht auch wirklich wahnsinnig Spaß. Ob ihr nur diesen Anime-Generator nehmt oder halt den hier für das Fotorealistische, probiert es einfach. Ja, damit würde ich sagen, sind wir auch. Okay, das ist nett. Ich wollte nur mal zeigen, dass es nicht nur mit Frauen oder Mädels geht, das geht auch mit Männern. Aber das nenne ich schon nice. Okay, ja. Okay, kommen wir jetzt zum Schluss. Leute, wenn euch das Video gefallen hat oder informativ war, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten sage ich erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier bei Knall. Also dann, ciao.